Hunger? Und wie? Madame, dieses Igelgulasch ist einfach köstlich. Ich entsinne mich nicht, jemals ein besseres genossen zu haben. Sagen Sie, wann aßen Sie denn das letzte Mal Igelgulasch? Ich sagte es doch, Watson, ich kann mich nicht entsinnen. Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute gibt es bei mir ein saftiges Gulasch vom Rind. Ich koche mein Rindergulasch heute in einem Bräter bzw. in einem Schmortopf im Backofen. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich nicht die ganze Zeit am Herd stehen muss und rühren muss und das Gulasch wird schmackhafter, habe ich festgestellt. Rindsgulasch ist eine meiner Lieblingsspeisen der österreichisch-ungarischen Küche. Außerdem verrate ich euch heute mein Geheimnis, wie ihr das Rindfleisch richtig schön zart hinbekommt und die Soße, ist ja auch das Beste am Gulasch, schön sämig wird. Und nach längerem Kochen nämlich auch eben seine typisch schöne rotbraune Farbe erhält. Eines braucht ihr aber ganz sicher, damit es gut gelingt, nämlich ein bisschen Zeit, was für ein Gulasch unerlässlich ist. Deshalb bereite ich mein Rindergulasch meistens schon am Vortag zu. Das Abkühlen und wieder Aufwärmen macht euer Gulasch nämlich noch viel besser. Wir starten jetzt mit den Zutaten für unser Rindergulasch. Für unser Igel, ich meine natürlich Rindergulasch, brauchen wir folgende Zutaten. 800 Gramm Rindfleisch, 1 Liter Rinderbrühe, 500 Gramm Kalbsmarkknochen, 5 Esslöffel Sonnenblumenöl, 800 Gramm Zwiebeln, 1 Esslöffel Tomatenmark, etwas Zitronenschale. Zu den Gewürzen 2 Esslöffel Paprikapulver edelsüß, 2 Lorbeerblätter, 2 Knoblauchzehen, 1 Teelöffel Kümmel, 1 Teelöffel Majoran, 1 Teelöffel Smoked Paprika, 1 halben Teelöffel scharfe Paprika, 1 Esslöffel Mehl, 1 Achtel Rotwein, Salz und Pfeffer und einen halben Teelöffel Geheimzutat. Wir beginnen gleich mal mit dem Zwiebelschneiden und dem Knoblauch, aber zuvor noch das Ganze schälen. Und hier schon mal ein Tipp von mir: Je mehr Zwiebeln ihr verwendet für den Gulasch, desto schmackhafter wird er. So, Zwiebel Nummer 7 geschafft. Und jetzt noch den Knoblauch und fertig. So, und jetzt noch ein Tipp für euch. Ich verwende zum Zwiebelschneiden ein scharfes japanisches Messer und nicht eine Hackmaschine. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass wenn die Zwiebeln im Mixer zerkleinert werden, werden sie auf diese Weise gequetscht und die Flüssigkeit, die dabei entsteht, verhindert diese tollen Röstaromen beim Anbraten. Und die Zwiebeln schmecken dann leicht bitter. Also nicht mit Zwiebel sparen. Ihr könnt euch merken, von der Menge her, so viel Zwiebeln wie Rindfleisch. Nun brate ich das Rindfleisch scharf an, und zwar direkt im gusseisernen Bräter, und zwar deshalb, da wir unbedingt diese Röstaromen haben wollen. Die entstehen nämlich nicht in einer beschichteten Pfanne. Wichtig ist auch nicht das ganze Rindfleisch auf einmal hineingeben, da sich ansonsten zu viel Flüssigkeit bildet. Und wenn sich am Rand eine schöne braune Kruste bildet, erst dann wenden. Und nun können wir die Fleischstücke herausgeben. Der Trick mit dem scharf anbraten ist nämlich, dass sich die Poren auf diese Weise schließen und das Fleisch schön saftig bleibt. Wichtig beim Gulasch ist natürlich die Qualität des Rindfleisch. Da habe ich hier ein Wartschinken, was sich perfekt für ein Gulasch eignet. Achtet einfach darauf, eine halbe Stunde vor der Zubereitung das Fleisch aus dem Kühlschrank zu nehmen. So, und jetzt rösten wir die Zwiebeln scharf an, noch etwas Öl und wir geben die gewürfelten Zwiebeln in den Bräter. Wir braten die Zwiebeln jetzt, bis sie schön goldbraun sind. Seht ihr diese schöne braune Farbe? Das sind diese Röstaromen vom Fleisch. Wenn die Zwiebeln soweit sind, gebe ich das Tomatenmark hinzu und röste es kurz mit. Das Tomatenmark, besonders wenn es angebraten wird, entwickelt eine angenehme Süße. Ich schalte den Herd jetzt aus und gebe zu den gerösteten Zwiebeln das Paprikapulver hinzu. Die restlichen Gewürze kommen etwas später. Gewürzpaprika auf Ungarisch Magyar Fűszerpaprika, die Seele eines jeden Gulasch. Ich habe hier gleich mehrere Versionen, original aus Ungarn. Einmal die edelsüße, dann die smoked
und die Schafe. Jetzt lösche ich das Ganze mit trockenem Rotwein ab. Die beste Paprika kommt übrigens aus der Gegend von Szeged und Kaluša im Süden Ungarns. Den Herd schalte ich wieder auf mittlere Stufe und nun gieße ich es mit meiner selbstgemachten Rindbrühe auf. Jetzt lassen wir die Soße kurz aufkochen. Ich gebe nun die restlichen Gewürze hinein, den Kümmel, Lorbeer, etwas Pfeffer und Majoran. Und jetzt kommt die Geheimzutat, scharfes Paprikakernöl aus Szeged. Das bringt Feuer in unser Gulasch. Ein wenig frisch gemahlenen Pfeffer und noch mit etwas Salz abschmecken. Anschließend gebe ich das vorgebratene Fleisch in meinen Bräter. Übrigens, die Ungarn lieben ihren Gulasch so sehr, dass sie jedes Jahr in Szolnok ein Gulyás-Festival veranstalten. Da wird nämlich der beste Kesselgulasch prämiert. So, das Sud sollte auf jeden Fall auch mit hinein. Das Fleisch sollte gut mit Soße bedeckt sein, so ca. 2 cm. Die Markknochen kommen jetzt auch dazu. Die verleihen dem Rindergulasch einen appetitlichen Glanz und eine samtige Konsistenz. Nun ebenfalls mit Soße bedecken. Das Gulasch kommt jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 3 bis 4 Stunden in den Backofen, bis das Rindfleisch schön weich ist. Wir werden jetzt die Soße binden und dafür verwende ich einen Esslöffel Mehl. Das verrühre ich mit etwas kaltem Wasser, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Wir holen das Gulasch kurz aus dem Ofen und ich füge jetzt die Mehl-Wasser-Mischung hinzu. Alles gut vermischen und Deckel wieder drauf und ab in den Backofen. Nach 3,5 Stunden können wir endlich das Gulasch aus dem Ofen nehmen. Was noch bleibt, ist jetzt noch die Kalbsknochen herausholen und fertig ist unser köstliches Rindergulasch. Übrigens, dieses saftige Gulasch serviere ich mit einem cremigen Kartoffelpüree. Und das Video dazu verlinke ich euch, sobald es online ist. Ich hoffe, das Video hat euch richtig Spaß gemacht. Und wenn ja, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr hier neu seid und Spaß habt an den neuen Rezepten von mir, dann abonniert meinen Channel. Teilt das Video vielleicht auch mit euren Freunden, wenn ihr Lust habt. Danke fürs Zuschauen, macht es unbedingt nach und lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Bis demnächst, eure Rita.